Im Tischtennis befinden wir uns jetzt in der Sommerpause und deshalb ist es ganz wichtig, dass du deine Technik in dieser Zeit verbesserst. Mein Name ist Bojan Besinger und ich bin Tischtennis High Performance Coach und ich zeige dir in diesem Video 8 Schritte, die du beachten solltest, wenn du deine Technik im Tischtennis verbessern willst. Schritt 1 ist das Multiball-Training, was ihr vielleicht auch als Balleimer-Training kennt. Dabei ist es sehr, sehr gut, die Technik erstmal zu erlernen, weil der Ball eben nicht zurückkommt, sondern er wird im Optimalfall von einem Trainer eingespielt. Dabei kann der Trainer dabei helfen, die Technik zu erklären und Korrekturen sehr, sehr schnell zu vollziehen und dann eben die Technik bei dir richtig anzuwenden. Wichtig dabei ist, dass ein Schlag nach dem anderen erlernt wird, dass zum Beispiel auch erst gesagt wird, wir lernen den Ball erst auf Überschnitt, dass er erst leer kommt, zum Beispiel Rückhand-Topspin erst leer und dann eben nach und nach zum Beispiel auf Unterschnitt angewendet wird. Vielleicht kannst du auch sagen, hey, du wirst erst auf Unterschnitt lernen, weil du zum Beispiel Probleme hast, Spin zu erzeugen. Das ist dann wieder ein bisschen die Trainerphilosophie und was bei dir gerade wichtig ist. Doch Schritt 1, Multiball-Training, sehr, sehr gut, wenn du es in deinem Verein noch nicht hast oder noch nicht irgendwie ausgeübt wird. Dann solltest du schauen, dass du es irgendwo herbekommst, ob das jetzt bei uns an Lehrgängen ist oder du mit deinem Trainingspartner was ausmachen kannst, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass du jemanden an der Hand hast, der dir die Technik zeigen kann und mit dir regelmäßiges Multiball-Training macht. Schritt Nummer 2 sind die regelmäßigen Übungen. Regelmäßig bedeutet im Tischtennis, dass du ganz genau weißt, wo der Ball hinkommt. Wichtig ist dabei, wenn du die Technik erlernen willst, wenn es jetzt nicht die Beinarbeit-Technik ist, dass du eben auch Übungen spielst, die nicht zu schnell sind und dir eben dabei helfen, die Technik zu verbessern. Zum Beispiel, wenn du die Rückhand verbessern willst, kannst du erstmal dabei anfangen, dass du möglichst viele Bälle mit der Rückhand spielst und ab und zu, damit du eben dich nicht daran gewöhnst, spielst zum Beispiel 3 Bälle mit der Rückhand und dann kommt ein Ball in die Vorhand, dass du eben so anfängst. Und dann kannst du auch nach und nach die gleiche Übung mit Aufschlag machen. Doch dazu erzähle ich mehr bei Schritt Nummer 4. Bevor wir zu Schritt Nummer 4 kommen, ist erstmal Schritt Nummer 3 wichtig, denn das sind die unregelmäßigen Übungen. Das ist also das Gegenteil von den regelmäßigen Übungen, weil du nicht ganz genau weißt, wo der Ball hinkommt. Dabei kannst du erstmal mit einer leicht unregelmäßigen Übung anfangen. Die ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr bekannt, ist die Übung Mitte-Ecke. Dazu habe ich auch schon ein Video, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr die Übung noch nicht kennt. Dabei kommt der erste Ball in die Mitte und der zweite Ball kommt in eine Ecke. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eben die Schlagtechnik noch weiter optimieren. Eine sehr unregelmäßige Übung ist dann zum Beispiel, dass der Ball auf den ganzen Tisch verteilt kommt. Das heißt, ihr spielt den Ball zum Beispiel immer den Gegner in die Rückhand, der blockt einfach den Ball und er variiert euch über den Tisch verteilt. Oftmals ist das sehr, sehr gut, dass der Ball eben nicht von der tiefen Vorhand einmal dann in die tiefe Rückhand kommt, sondern dass die Bälle eben nur ein paar Zentimeter immer variieren, damit ihr auch euch wirklich darauf konzentrieren könnt, die Technik zu verbessern, aber eben im unregelmäßigen Stil. Schritt Nummer 4 ist dann Aufschlag und Rückschlag langsam in das Training zu integrieren. Dabei ist es wichtig, dass ihr auch wieder mit einer regelmäßigen Übung beginnt. Das heißt, ihr startet zum Beispiel mit einem kurzen Unterschnitt-Aufschlag, dann kommt der erste Ball lang in die Rückhand und ihr spielt zum Beispiel die Übung 2-2. Das heißt, hier erster Schlag mit der Rückhand auf Unterschnitt, zweiter Ball dann auf Überschnitt, dann dritter, vierter Ball mit der Vorhand und dann wieder zurück in die Rückhand. Das ist dann eine Aufschlagübung als regelmäßige Übung und dann könnt ihr das Ganze auch als unregelmäßige Übung machen. Ihr könnt zum Beispiel einen kurzen Unterschnitt-Aufschlag wieder machen, dann kommt der Ball lang in die Rückhand, kommen x Bälle in die Rückhand oder 2 bis 5 Bälle oder wie ihr wollt und ihr spielt den Ball und der Trainingspartner kann dann entscheiden, wann der Ball in die tiefe Vorhand kommt, spielt er den Ball in der Vorhand und dann geht es wieder zurück in die Rückhand. Das heißt, auch beim Aufschlag-Rückschlag könnt ihr variieren zwischen einer regelmäßigen und einer unregelmäßigen Übung. Wichtig ist jedoch, dass ihr diese Aufschlagübungen nach und nach ins Training integriert, weil im Spiel eben der Ball auch oft als Unterschnittball kommt und wenn ihr ins Spiel erstmal gar nicht reinkommt, dann bringt es nichts, wenn ihr die Vorhand gegen Topspin, Granaten und alles könnt, weil ihr erstmal eben Schritt für Schritt im Spiel ankommen müsst und dazu gehört eben auch der erste Ball. Schritt Nummer 5 ist dann das Trainingsmatch. Dabei ist es wichtig, dass du auch mal gegen unterschiedliche Gegner spielst und du kannst auch alle Schritte eben in dein Training integrieren. Das heißt, du musst nicht einmal nur Aufschlagtraining machen oder nur regelmäßige Übungen, sondern du kannst dich Schritt für Schritt in der Trainingseinheit eben hocharbeiten sozusagen. Das heißt, du beginnst mit regelmäßigen Übungen, dann kommt eine unregelmäßige Übung, dann eine Übung mit Aufschlag und dann kommt das Trainingsmatch. Dabei ist es wichtig, dass du eben diese Sachen, die du im Training gelernt hast, auch ein bisschen ausprobierst. Das heißt, du gehst nicht immer aufs Gewinnen, du willst nicht immer gewinnen, sondern wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel probiert,
den Rückhand-Topspin auf Unterschnitt zu erlernen und der Ball kommt wirklich lang, zum Beispiel ein langer Schubball in die Rückhand, dass du dann den Ball nicht schubst, sondern dass du einfach mal sagst, hey, ich ziehe jetzt den Ball, ich eröffne den Ball und schau, ob er kommt. Wenn ein Fehler passiert, ist es ganz normal, ist okay und du kannst eben vor allem im Training das Ganze erstmal probieren, um dann auch im Match dann auch anwenden zu können. Deswegen verwende das Trainingsmatch nicht immer, um gewinnen zu wollen, sondern auch die Sachen, die du gerade erlernt hast, dann zu trainieren. Schritt Nummer 7 ist dann der richtige Wettkampf. Das heißt, was du im Trainingsmatch eben probiert hast, was du in den Trainingseinheiten erlernt hast, versuchst du nun im richtigen Match anzuwenden. Dabei ist es eben so, dass du oftmals, wenn du gut führst, wenn du eine gute Führung hast, ja, eine hohe Führung, dass du dann eben viel leichter mit viel mehr Selbstvertrauen die Sachen anwenden kannst. Das heißt, wenn du mal 3-0, 4-0, 5-0 im Satz führst oder allgemein eine 2-0 Satzführung hast, dann kannst du ohne Probleme mal versuchen, die Sachen anzuwenden. Auch hier ist natürlich wieder so, wenn du Sachen riskierst, wenn du Sachen anwendest, riskierst du auch, dass du eben den Punkt verlierst oder auch mal einen Satz verlierst. Ist aber ganz normal. Wichtig ist einfach, dass du die langfristige Entwicklung im Blick hast und nicht immer schaust, okay, kann ich jetzt das Spiel gewinnen oder nicht, sondern einfach mal sagst, okay, ich fühle mich gut, ich spiele gerade gut, ich kann auch, wenn ich vielleicht was probiere, das Spiel gewinnen und dann eben das Ganze anwenden. Das heißt, nach dem Trainingsmatch versuchst du das Ganze im richtigen Wettkampf anzuwenden. Schritt Nummer 7, nach dem Match ist es nämlich nicht vorbei, sondern im Optimalfall machst du eine Videoanalyse oder analysierst einfach das Match. Denn im Match fallen dann oft die Fehler auf, du siehst, okay, wenn der Ball vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte kam, hast du einen Fehler gemacht oder deine Beinarbeit war nicht gut. Dabei ist es oft hilfreich, wenn du einfach mit dem Trainer drüber schaust oder mit jemandem, der sich auskennt, weil dann siehst du eben ganz genau, wo waren die Fehler, um dann eben in der Trainingseinheit, ja, wir fangen dann wieder später von vorne an, eben die Sachen anwenden zu können. Das heißt, die Technik ist immer ein Prozess, ja, du wirst eigentlich nie die perfekte Technik haben, sondern du erlernst sie immer wieder Schritt für Schritt. Deswegen, nach dem Match ist es nicht vorbei, sondern im Optimalfall nimmst du dir die Zeit und analysierst das Ganze nochmal. Und bei Schritt Nummer 8 machen wir das Ganze wieder von vorne. Das heißt, du kannst alle Schritte eigentlich innerhalb von einer Woche durchlaufen. Du fängst am Anfang der Woche mit den regelmäßigen Übungen an, gehst dann langsam zu den unregelmäßigen Aufschlagübungen bis hin zum Trainingsmatch und zum richtigen Wettkampf, um dann zu sehen, wo waren da eigentlich die Fehler, was lief auch schon gut, um dann in der folgenden Trainingswoche wieder zu starten und zu schauen, okay, was muss ich machen, um meine Technik wieder aufs nächste Level zu bekommen, damit du eine High-Performance-Technik im Tischtennis bekommst. Das waren die 8 Schritte für eine bessere Technik im Tischtennis. Wenn du niemanden im Verein hast oder keine guten Trainingsbedingungen hast, dann komm gerne zu den High-Performance-Lehrgängen. Alle Links, auch eben zu den Lehrgängen, findest du in der Beschreibung, denn da machen wir genau das, was wichtig ist für eine gute Technik im Tischtennis. Wir machen mit dem Multiball-Training, aber wir machen auch viele Übungen und analysieren dich per Video. Deswegen komm da vorbei, wenn du eine bessere Technik haben willst, um dann in der nächsten Saison auch wirklich maximal erfolgreich zu sein. Mein Name ist Bojan Besinger und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen oder sogar bei den High-Performance-Lehrgängen. Also bis dahin und viel Erfolg im Tischtennis.